Wenn ich anderen Menschen erzähle, dass ich historischen Motorradrennsport betreibe, bekomme ich fast immer dieselben Reaktionen. Das ist doch bestimmt unglaublich teuer. Da fahren doch nur ehemalige Profis mit. Das sind doch alles Museumsstücke. Oder da darf man doch gar nicht richtig Rennen fahren. Und genau deshalb möchte ich heute einmal mit den größten Irrtümern über den historischen Motorradrennsport aufräumen. Viele Dinge, die Außenstehende über unseren Sport glauben, stimmen nämlich überhaupt nicht. Los geht's! Nummer 1. Historischer Motorradrennsport ist nur etwas für Rentner. Dieses Vorurteil höre ich wirklich häufig. Wenn man an historische Motorräder denkt, denkt man automatisch an ältere Menschen. Die Realität sieht aber mitunter anders aus. Natürlich gibt es viele erfahrene Fahrer, die seit Jahrzehnten Motorsport betreiben. Gleichzeitig engagieren sich die Veranstalter immer stärker für Nachwuchsfahrer. In der deutschen historischen Motorradmeisterschaft zahlen Fahrer unter 21 Jahren beispielsweise kein Nenngeld. Auch andere Serien haben mittlerweile spezielle Nachwuchsklassen oder reduzierte Startgebühren eingeführt. Bei vielen Veranstaltungen sieht man inzwischen ganze Familien im Fahrerlager. Auch bei uns gehören mehrere Generationen dazu. Historischer Motorsport ist definitiv kein Rentnerhobby. Nummer 2. Man braucht ein Vermögen. Ja, Motorsport kostet Geld, aber die meisten Menschen überschätzen die Kosten. Viele denken sofort an moderne Rennserien mit 5- oder 6-stelligen Jahresbudgets. Im historischen Motorradrennsport sieht das oft ganz anders aus. Bereits für wenige tausend Euro kann man ein geeignetes Motorrad aufbauen. Viele Fahrer schrauben zudem selbst. Reifen halten deutlich länger als im modernen Rennsport. Und häufig entstehen im Fahrerlager und in der Szene enge Kontakte und gegenseitige Hilfen statt teurer Werkstattrechnungen. Natürlich kann man viel Geld ausgeben. Muss man aber nicht. Nummer 3. Man braucht ein originales Produktions- oder Werksrennmotorrad. Viele glauben, man müsse seltene und extrem teure Rennmaschinen besitzen. Die Realität sieht oft anders aus. Ein großer Teil der Teilnehmer fährt Motorräder, die ursprünglich Straßenmotorräder waren. Viele erfolgreiche Maschinen basieren auf Motorrädern wie Yamaha RD, Honda CB und CBR, Suzuki GT, NSU Max, Yamaha FZR. Entscheidend ist oft nicht der Wert des Motorrads, sondern wie gut es vorbereitet wurde. Nummer 4. Die Motorräder werden geschont. Viele Zuschauer glauben, die Fahrer wollen ihre alten Maschinen bestimmt nicht belasten. Wer einmal an der Strecke gestanden hat, merkt schnell, diese Motorräder werden gefahren. Und zwar richtig. Diese Maschinen wurden genau dafür gebaut. Nicht für Museen, nicht für Wohnzimmer, sondern für Rennstrecken. Nummer 5. Je älter das Motorrad, desto einfacher zu fahren. Viele denken, die alten Motorräder haben wenig Leistung, die sind bestimmt leicht zu beherrschen. Tatsächlich ist oft das Gegenteil der Fall. Keine Traktionskontrolle, kein ABS, keine Fahrmodi, keine Wheelie-Kontrolle. Der Fahrer ist komplett auf sich allein gestellt. Moderne Sportmotorräder verzeihen oft Fehler, die auf einer klassischen Rennmaschine sofort Konsequenzen haben. Deshalb sind viele historische Motorräder fahrerisch anspruchsvoller, als man vermutet. Nummer 6. Im Fahrerlager herrscht Konkurrenzdenken. Das Gegenteil ist meistens der Fall. Natürlich möchte jeder eine gute Platzierung erreichen. Trotzdem ist die Hilfsbereitschaft im historischen Rennsport bemerkenswert. Werkzeug wird verliehen, Ersatzteile werden gesucht und vermittelt, technische Probleme werden gemeinsam gelöst. Fahrer kennen sich oft über Jahre oder gar Jahrzehnte. Viele Zuschauer sind überrascht, wie offen und freundlich die Atmosphäre tatsächlich ist. Nummer 7. Die Technik ist primitiv. Von außen sehen viele Motorräder einfach aus. Luftgekühlte Motoren, Vergaser, keine Elektronik. Doch gerade deshalb muss man vieles verstehen. Vergaserbedüsung, Zündzeitpunkt, Abgastemperatur, Steuerzeiten, Fahrwerksgeometrie. Oft steckt mehr technisches Verständnis dahinter als bei modernen Motorrädern, bei denen viele Systeme elektronisch geregelt werden. Nummer 8. Historischer Motorsport bedeutet Stillstand. Viele glauben, hier würde alles genauso gemacht wie vor 50 Jahren.
Tatsächlich entstehen ständig neue Lösungen. 3D-Druck, CAD-Konstruktion, moderne Werkstoffe, elektronische Datenerfassung, moderne Reifen, neue Fertigungsmethoden. Der Motorsport bleibt historisch, die Herangehensweise oft nicht. Nummer 9. Die Motorräder sind langsam. Wer noch nie zum Beispiel neben einer klassischen Zweitaktrennmaschine gestanden hat, unterschätzt diese Motorräder gewaltig. Eine Yamaha TZ, eine Honda RS, eine Suzuki RGV oder auch eine gut aufgebaute Yamaha RD kann auf vielen Strecken erstaunlich flott unterwegs sein. Dazu kommt, die Motorräder sind oft sehr leicht. Das sorgt für beeindruckende Fahreigenschaften. Nummer 10. Historische Motorräder sind unzuverlässig. Natürlich gibt es Defekte. Das gehört zum Motorsport dazu. Aber viele Menschen stellen sich vor, dass es ständig zu Motorschäden kommt oder Fahrer liegen bleiben. In Wirklichkeit sind viele Motorräder technisch hervorragend vorbereitet. Zahlreiche Maschinen absolvieren Jahr für Jahr zuverlässig ihre Veranstaltungen. Nummer 11. Historischer Rennsport stirbt aus. Auch das wird häufig behauptet. Tatsächlich erleben viele Veranstaltungen steigendes Interesse. Besonders erfreulich hierbei: immer mehr junge Menschen entdecken klassische Motorräder für sich. Social Media und YouTube tragen ebenfalls dazu bei, neue Menschen für diesen Sport zu begeistern. Nummer 12. Historischer Motorradrennsport ist nur etwas für Fahrer. Nein, viele Menschen genießen den Sport als Zuschauer, als Helfer, als Familienmitglied, Fotograf oder als Schrauber. Man muss nicht selbst Rennen fahren, um Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Vielleicht habt ihr einige dieser Irrtümer selbst schon einmal gehört. Vielleicht habt ihr sogar selbst an manche davon geglaubt. Die Realität des historischen Motorradrennsports sieht oft völlig anders aus, als viele Menschen erwarten. Und genau das macht diesen Sport so faszinierend. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen dieser Irrtümer habt ihr am häufigsten gehört? Oder welcher Punkt hat euch selbst am meisten überrascht? Wenn euch solche Einblicke gefallen, lasst gerne ein Abo da und begleitet uns bei den nächsten Veranstaltungen. Bis zum nächsten Mal bei Kiefer Classic Racing.